Die BAU 2025 in München. Die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme. Hier dreht sich alles um Innovation, Nachhaltigkeit und zukunftsweisende Konzepte. Mit dabei ein ganz besonderer Messestand der Technischen Universität München. Wir haben an der TUM wahnsinnig viele Forschungsergebnisse, wir haben wahnsinnig viel Wissen und die Baumesse ist hier eine ideale Plattform, um dieses Wissen tatsächlich auch in die Praxis zu bringen. Und da eignet sich natürlich so ein Messestand mit all diesen Themen, die darauf gebündelt sind, entlang der gesamten Wertschöpfungskette ideal, um das auch dann in die Praxis zu transportieren. Die Idee für den Messepavillon nahm bereits vor über einem Jahr Gestalt an. Ein visionäres Projekt, das Innovation und Nachhaltigkeit vereint. Jonas Faber und Jonas Wolf vom Lehrstuhl für Architektur und Holzbau übernehmen die Projektleitung für den Pavillon. Zahlreiche Ideen entstehen. Aus verschiedenen Ansätzen werden schließlich 3 Entwürfe ausgewählt und in Teams weiterentwickelt. Am Ende des Semesters steht die Entscheidung. Ein Entwurf wird realisiert. Am Ende haben wir uns dann für den jetzigen tatsächlichen Entwurf dann entschieden und dann wurde der im letzten Schritt nochmal wirklich detailliert. Jede Schraube, alle Verbindungen, die Statik wurde geklärt, bis wir dann im letzten Semesterferien im Sommer 6 Wochen mit den Studierenden zusammen in der 1:1 Werkstatt den Pavillon dann umgesetzt haben. Das heißt, wir haben das alles vorfabriziert, haben Teile des Pavillons auch schon aufgebaut, zu verstehen und auch zu testen, ob das funktioniert. Also erstmal sind es reversible Holzverbindungen. Wir haben darauf geachtet, dass wir relativ wenig Metall verwenden. Das heißt, das sind eigentlich nur Bolzen, Schrauben und Muttern. Und das ganze Ding ist natürlich bei Messe ist immer natürlich ein hohes Abfallaufkommen. Das heißt, wir haben darauf geachtet, dass die Verbindungen alle lösbar sind. Das heißt, das Teil kann man sehr einfach zerlegen und auch wieder zusammenbauen. Das heißt, es ist wiederverwendbar. Und die Bauweise ist sehr einfach, das heißt, man muss jetzt nicht unbedingt viel gelernt haben dafür. Also natürlich braucht man ein bisschen Wissen dafür, aber man kann es sehr einfach zusammensetzen. Ja. Eine Woche vor Messestart beginnt der entscheidende Moment. Der Aufbau auf dem Messegelände in München-Riem startet. Also bisher lief alles super, vor allem jetzt auch gestern die Anlieferung, es hat nicht geregnet und so weiter, es war alles pünktlich, das heißt, wir haben das ganze Material rechtzeitig bekommen und konnten eigentlich direkt loslegen. Und bisher sind wir, glaube ich, top im Zeitplan. Die Studierenden arbeiten sehr fleißig und sind auch so langsam eingearbeitet, wissen, was sie machen müssen, so jetzt zumindest bei dem Arbeitsschritt. Und eigentlich sind wir gut im Zeitplan, glaube ich. Es ist ein gutes Gefühl, ich bin gerade recht gut gestimmt. Also es freut mich, dass es auch jetzt alles zusammengeht und es war jetzt ein sehr, sehr langer Prozess, auch sehr viel Arbeit für uns auch, die der Pavillon gemacht hat und jetzt findet es so langsam hoffentlich ein gutes Ende und da freue ich mich drauf. Mehr als 20 Studierende sind im Einsatz. Sie hämmern, bohren, schrauben. 5 Tage lang wird gearbeitet, bis der Pavillon endlich steht. Es ist soweit. Die BAU 2025 beginnt und der Messestand der TUM ist rechtzeitig fertig. Ein Projekt, das Innovation und Handwerk verbindet. Und für die Verantwortlichen ein besonderer Moment. Ich bin sehr stolz. Ich bin auch sehr stolz auf die Studierenden, allen voran, aber auch auf die beiden Mitarbeiter, Jonas Wolf und Jonas Faber, die das Projekt von Anfang an begleitet haben. Es ist ja sehr anwendungsbezogene Forschung, was wir hier gemacht haben. Da stecken auch viele Innovationen im Detail. Aber dass die beiden sozusagen von A bis Z mit einem hohen persönlichen Einsatz das Projekt so umgesetzt haben auf den Punkt. Eine Messe ist gnadenlos, heute ist Eröffnung, da müssen sie fertig sein, da können sie nicht noch 2 Wochen verlängern. Da bin ich auch stolz, also sowohl auf die Studierenden als auch auf die Mitarbeitenden. Also Gefühlslage ist super, ich freue mich, dass es geschafft ist und ja, ich glaube, er hat auch eine ganz gute Resonanz bisher. Wir werden jetzt mal schauen, wie es die nächsten Tage so ist, aber ich bin froh, dass es jetzt so ein richtig ordentliches, ja, fatzenglatter Pavillon am Ende irgendwie geworden ist. Ne? Nicht so von der Materialität, aber vom Ausdruck, wie er da steht. Da bin ich sehr glücklich. Die Bauweise des Pavillons zieht alle Blicke auf sich. Ein echter Hingucker auf der Messe. Nicht nur die zahlreichen Besucher sind beeindruckt, auch Experten zeigen ihre Bewunderung. Also erstens sieht man ganz gut, wie man Holz eigentlich einsetzen kann. Dann der Bezug zum Wald natürlich für mich als Förster ganz wichtig, dass wir eben auch zeigen können, wo kommt das Holz denn eigentlich her. Und auch spannend der kleine
Träger aus Buchenholz, weil natürlich gerade in der Zukunft das Buchenholz wieder stärker gefragt sein wird, wie wir es auch verwenden können. Also zukunftsweisend. Gefällt mir gut. Auch den jungen Forschern ist die Erleichterung deutlich anzusehen. Eine wertvolle Erfahrung für sie und das Team der TUM Wood-Gruppe. War ja ein langer Prozess, da sind ganz viele Sachen passiert. Wir haben ja den Designprozess gehabt, wir haben den Vorfertigungsprozess gehabt, dann letzten Endes den Aufbau, dann wieder den Abbau. Da sind sehr viele Dinge passiert und es war ein sehr interessanter Prozess, auch sehr intensiv und die ganze Organisation dahinter. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir machen können, dass wir die Studierenden befähigen, Dinge zu entwerfen, aber die dann auch in der Praxis umsetzen. Und ich glaube, das ist so ein Mehrwert von so einem Design-Build-Projekt und ich finde es fantastisch.